Hi, willkommen zur zweiten Folge meiner Low-Budget-Filmmaking-Serie. In diesem Video geht es um eine sehr günstige Steadicam. Genau gesagt geht es um die Neewer Steadicam, die gerade mal 80 Euro kostet. Ich werde die Steadicam so ein bisschen mit meiner Glidecam HD 1000 vergleichen und eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Es gibt ein paar Punkte, in denen diese Steadicam hier für 80 Euro deutlich besser abschneidet als meine Glidecam. Also seid gespannt, viel Spaß mit dem Video. Ich fange erstmal mit dem Lieferumfang an und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass da so eine Tragetasche dabei ist. Die Tragetasche ist natürlich jetzt nicht wirklich hochwertig, sie ist so ein bisschen wie dieser Shindy-Rucksack, würde ich sagen, also relativ billig, aber sie erfüllt ihren Zweck und das ist schon mal ganz gut. So eine Tragetasche ist zum Beispiel bei der Glidecam HD 1000 nicht dabei. Und was auch ganz cool ist, ist, dass die Steadicam bereits fertig aufgebaut kommt. Das war bei der Glidecam HD 1000 eben auch nicht der Fall. Die Verarbeitung von der Steadicam ist extrem hochwertig, also nichts wackelt und alles fühlt sich sehr gut an und ja, da war ich echt begeistert, was die Verarbeitung angeht. Was ich zur guten Verarbeitung aber noch hinzufügen muss, ist, dass ich die Steadicam jetzt gerade mal 2,5 Wochen getestet habe. Das heißt, so einen Langzeittest konnte ich jetzt leider noch nicht machen. Ich kann also nicht garantieren, dass die Steadicam in dem Jahr nicht auseinanderfällt. Das weiß ich einfach nicht. Vom Gefühl her würde ich aber sagen, dass sie auf jeden Fall länger als ein Jahr durchhalten wird. Die Stangen sind sogar aus Carbon, was sich auch sehr gut anfühlt und nochmal so ein bisschen Gewicht spart im Vergleich zu einer Aluminiumstange, wie zum Beispiel bei der Glidecam. Trotz Carbon ist die Steadicam ein bisschen schwerer als meine Glidecam. Allerdings kann sie laut Herstellerangaben auch Kameras bis zu 5 Kilos tragen. Darauf würde ich mich jetzt aber nicht verlassen. Ich denke, so bei 2 bis 3 Kilo maximal ist dann auch Schluss. Getestet habe ich die Steadicam jetzt mit meinem Valimax 35mm Objektiv und dem Canon 2470 f4 und das ging auch ohne Probleme in Verbindung mit der Sony A7S. Also Kameras mit diesem Gewicht könnt ihr locker damit stabilisieren. Dann kommen wir jetzt mal zum Wichtigen und zwar zu den Funktionen von dieser Steadicam und der Grund, warum ich mich für diese Neewer Steadicam entschieden habe, ist, dass die fast genauso aufgebaut ist wie so eine Glidecam. Das heißt, man kann die Gewichte unten in der Länge verschieben und man hat so Rändelschrauben zum Feinjustieren der Steadicam. Beide Punkte sind extrem wichtig zum richtigen Einstellen der Steadicam und das sind jetzt beides Punkte, die diese Tarion Steadicam, die es ungefähr auch für 80 Euro gibt, zum Beispiel nicht hat. Wie genau man so eine Steadicam jetzt richtig austariert, das habe ich schon mal kurz in einem anderen Video erklärt, das habe ich euch unten verlinkt. Ich werde aber in Zukunft nochmal ein Video hochladen, wo ich das wirklich detailliert erkläre. Ich habe die Steadicam also ausgepackt und feinjustiert und das ließ sich wirklich genauso einfach machen wie mit dieser Glidecam HD 1000. Das hat mich auf jeden Fall sehr begeistert. Das heißt, Leute, die jetzt irgendwie Probleme mit ihrer Tarion Steadicam oder sowas haben, sollten sich wirklich mal nach dieser Neewer Steadicam umgucken. Ich glaube, sie ist um einiges besser. Ich kann es nicht genau beurteilen, weil ich die Tarion Steadicam noch nicht ausprobiert habe. Aber so was ich jetzt gehört habe, ist die Neewer Steadicam deutlich besser zum Einstellen. Wenn man so ein bisschen Erfahrung mit Steadicams hat, kann man mit dieser Steadicam auf Anhieb gute Ergebnisse erzielen. Guckt euch zum Beispiel einfach mal diesen Shot an, den habe ich mit der Sony A7S und dem Valimax 35mm Objektiv geschossen, was ja noch nicht mal ein wirklich weitwinkliges Objektiv ist und damit konnte ich schon extrem gute Ergebnisse erzielen. Das, was ihr jetzt hier seht, ist nicht nachstabilisiert oder in Slow Motion gemacht, das ist wirklich komplett Echtzeit und unstabilisiert. Also ich bin echt begeistert, was man mit dieser Steadicam für Ergebnisse erzielen kann. Falls ihr jetzt noch keine Erfahrung mit so einer Steadicam gesammelt habt, kann ich euch nur sagen, eine Steadicam ist kein Equipment, was man auspackt, die Kamera draufschraubt und dann sofort perfekte Ergebnisse erzielt. Das dauert Wochen bis Monate, bis man so eine Steadicam gut beherrscht und das ist auch egal, ob man jetzt eine Glidecam oder eine günstige Steadicam kauft. Man muss viel üben damit. Ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, dass es an dieser Steadicam Sachen gibt, die mir besser gefallen als an meiner Glidecam HD 1000 und die erste Sache, die mir sehr gut gefällt, ist, dass der Abstand von Griff zu Basisplatte größer ist als bei meiner Steadicam. Das sorgt dafür, dass wenn man aus relativ tiefen Winkeln filmt mit dieser Steadicam, nicht so leicht an der Basisplatte anstößt im Vergleich zur Steadicam. Das war also schon mal eine sehr gute Sache. Die andere Sache, die mir noch besser gefällt im Vergleich zu meiner Glidecam, ist die Basisplatte, denn die ist oben so ein bisschen gummiert. Bei meiner Glidecam hatte ich immer so ein bisschen das Problem, dass die Kamera auf der Basisplatte rumrutscht, weswegen ich dann immer so ein bisschen doppelseitiges Klebeband benutzt habe, um die Kamera noch so ein bisschen zu fixieren. Bei der Neewer Steadicam hier ist eben die Platte so ein bisschen gummiert, sodass die Kamera nicht rumrutscht. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Außerdem sorgt diese Gummierung dafür, dass die Schraube nicht rausfällt. Ich habe bei meiner Steadicam schon ein paar Schrauben einfach verloren, weil die rausgefallen sind aus dieser Basisplatte und das ist eben hier bei dieser Neewer Steadicam nicht der Fall. Was mir leider gar nicht gefällt, ist, dass man die Basisplatte nicht komplett abschrauben kann, sondern nur so hochklappen kann. Das ist nicht gut, denn es gibt auch so ein paar Drehs, wo ich immer abwechselnd mit der Steadicam arbeite oder Freihand arbeite. Und bei meiner Glidecam kann ich einfach die Basisplatte dann abschrauben und kann dann Freihand filmen. Bei der Neewer Steadicam muss ich eben immer die Kamera komplett abschrauben von der Basisplatte. Das nimmt Zeit in Anspruch und das nervt. Und eine weitere Sache, die mir leider nicht so gut gefällt, ist, dass der Stand nicht so stabil ist. Ich habe ja im letzten Video schon erklärt, dass man eine Steadicam einfach hinstellen kann. Bei dieser Steadicam von der Firma Neewer ist der Stand einfach nicht so stabil. Das heißt, ich kann nicht empfehlen, eine teure Kamera
einfach hinzustellen mit dieser Steadicam. Das ist auch ein bisschen schade. Ansonsten unterm Strich hat mich die Steadicam echt beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass man mit so einer günstigen Steadicam solche guten Ergebnisse erzielen kann. Und ja, unterm Strich ist es also wirklich eine absolute Empfehlung von mir. Falls ihr also eine Steadicam sucht und nicht so viel Geld für eine Glidecam zum Beispiel zur Verfügung habt, nehmt diese Neewer Steadicam. Die Ergebnisse, die ihr damit erzielt und das Handling sind wirklich identisch oder fast identisch mit meiner Glidecam. Falls ihr euch die kaufen wollt, habe ich die euch unten verlinkt. Jetzt gibt es nur das Problem, dass die im Moment leider nicht verfügbar ist auf Amazon. Ich habe euch trotzdem den Link unten mal reingepackt. Und ihr könnt dann noch so einen Button aktivieren und dann bekommt ihr per E-Mail eine Benachrichtigung, wenn diese Steadicam wieder verfügbar ist. Auf Amazon.com, also auf der amerikanischen Seite, ist diese Steadicam gerade auch verfügbar. Das heißt, wenn ihr es ganz eilig habt, könnt ihr die Steadicam auch aus Amerika bestellen. Ja, das war schon zu dieser Steadicam. Ich hoffe, das Video war hilfreich und hat euch gefallen. Ich glaube, das war jetzt das letzte Video in diesem Jahr, wo ich vor der Kamera stehe. Jetzt kommt nur noch mein Showreel nächste Woche irgendwann online. Seid gespannt und freut euch. Wird, glaube ich, ganz cool. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit und Leuten, die kein Weihnachten feiern, auch eine schöne Zeit mit der Familie. Ja, jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Jahr. Macht's gut. Ciao.